Hello so beautiful! In diesem Video bekommst du von mir 5 Fehler, die jeder beim Selbstbräunerauftragen im Gesicht schon mal gemacht hat. Und ich erzähle dir auch, wie du sie vermeiden kannst, damit dein Selbstbräuner schön ebenmäßig und natürlich vor allen Dingen aussieht. Fehler Nummer 1 ist, dass du dein Gesicht vorher nicht abpeelst. Das ist auch am Körper super wichtig, aber gerade auch im Gesicht. Wenn sich abgestorbene Hautschüppchen auf deinem Gesicht befinden, dann können sie die Aufnahme von dem Selbstbräuner verhindern. Die sind ja auch nicht gleichmäßig überall, sondern die sitzen irgendwo kreuz und quer. Hört sich ein bisschen eklig an, aber das ist tatsächlich so der Fall. Es ist einfach abgestorbene Haut. Da, wo keine abgestorbene Haut ist, kommt der Selbstbräuner besser an, als da, wo Schüppchen drauf sind. Deshalb vorher unbedingt peelen und da empfehle ich dir, nimm ein sanftes Peeling, wenn du es direkt vor dem Selbstbräunerauftragen machst, also nicht ein zu starkes. Da kommen wir gleich zu dem zweiten Fehler, den ich gleich erzähle. Du kannst auch ein Enzympeeling nehmen. Was ich aber auf gar keinen Fall empfehle, ist ein Fruchtsäurepeeling direkt vor dem Selbstbräuner, denn das wäre zu aggressiv. Das solltest du dann lieber am Abend vorher machen, denn es trägt ja wirklich so die oberste Schicht auch ab. Das hat den besten Effekt, wenn du es langfristig auch machst. Ansonsten empfehle ich dir sowieso immer einmal die Woche ein normales Peeling zu machen, Enzym oder Körnig, je nachdem, was du lieber magst. Fehler Nummer 2 ist dann nämlich, du hast zu stark gepeelt oder dich vorher auch rasiert oder Augenbrauen gezupft. Damit bekommt deine Haut leichte Verletzungen, wie so kleine Wunden in der Haut und da ist sie offen sozusagen. Hier kann der Selbstbräuner viel stärker angehen als wieder an allen anderen Stellen im Gesicht. Würde er hier wieder fleckig aussehen, weil da würde er stärker angehen als woanders. Fehler Nummer 3 ist ungleichmäßiges Auftragen. Beim Auftragen musst du aufpassen, dass du natürlich überall Selbstbräuner hinbekommst. Ein Trend, der gerade kursiert, ist ja das Konturieren mit Selbstbräuner. Aber da muss man wirklich Übung haben, um das gut hinzukriegen. Deswegen empfehle ich dir einfach, ihn gleichmäßig aufzutragen. Vergesse auf keinen Fall die Stellen um den Mund herum, denn das passiert oft, dass man dann hier weiße Flecken hat oder auch die Ohren, die dann viel heller aussehen. Jetzt ist es natürlich auch hier bei den Ohren super gefährlich, dass man da nicht zu viel Selbstbräuner drauf bekommt und dass es dann nicht gleich schon wieder zu dunkel aussieht. Da zeige ich dir auch gleich einen Trick, wie man das verhindern kann. Fehler Nummer 4 ist, ein zu dunkles oder falsches Produkt fürs Gesicht zu verwenden. Beim Körper ist es gar nicht so wichtig, da kannst du fast jedes nehmen. Ich verlinke dir auch mein Lieblingskörperschaum, benutze ich da. Aber im Gesicht benutze ich etwas anderes und zwar einen Selbstbräuner Booster, also ein Konzentrat, das ich mit meiner Gesichtscreme vermische. Denn das hat den super Vorteil, ich kann es selber dosieren und kann da aufbauen und habe niemals das Problem, dass es hier dann zu dunkel wird. Und das empfehle ich dir sehr fürs Gesicht zu machen, denn diese Schäume, die es für den Körper auch gibt, die sind in ihrer Dunkelheitsstufe einfach fixiert und da ist es im Gesicht echt gefährlich, dass es dann nicht total fake aussieht. Ich benutze wirklich sehr regelmäßig in meinem Alltag und in meiner normalen Routine Selbstbräuner im Gesicht und wurde noch nie darauf angesprochen, dass da was komisch aussieht. Also deswegen denke ich, kann ich da sehr gut dafür sprechen, dass ich es natürlich hinkriege. Der hat jetzt hier den Vorteil, dass es ein Konzentrat ist, den man tröpfchenweise in seine Creme dazu mischt. Und da kann man seine, egal welche Gesichtscreme benutzen. Also wirklich ganz egal. Es sollte halt eine Creme sein. Und ich benutze da am liebsten eine Hyaluroncreme, auch von Beauty Mates. Nimm einfach so eine Menge, die ich nehmen würde. Und da mischst du dann, je nach Intensität, die du haben willst, 1 bis 3 Tropfen hinein. Ich würde immer empfehlen, vor allen Dingen, wenn du es zum allerersten Mal machst, nimm einen Tropfen. Dann siehst du schon nach 3 Stunden das Ergebnis. Und wenn es dir zu wenig ist, kannst du nochmal einen Tropfen mischen und nochmal aufbauen. Also es lässt sich sehr, sehr gut aufbauen. Ich für meinen Teil nehme gerne 2 Tropfen dann gleich, aber ich kenne das auch schon. Also ich weiß, wie es bei mir angeht. Und das Ganze macht man dann so ungefähr einmal die Woche. Einmal die Woche peelen, einmal die Woche Selbstbräuner und dann sieht man immer strahlend gesund und sonnengeküsst aus. Der Bereich der Ohren ist mit dieser Creme-Mischmethode gar kein Problem. Da kannst du einfach drüber wischen. Und dann kommen auch nicht so blöde Sprüche wie, siehst du aus wie eine Karotte, Karottengesicht oder so. Jetzt zeige ich dir, wie ich konturiere. Ich habe jetzt zuerst den Selbstbräuner ganz normal aufgetragen, mit meiner Creme vermischt, einmassiert in meine Haut. Und wenn ich jetzt konturiere, dann nehme ich mir nochmal eine Portion Creme, nochmal mit einem Tropfen Selbstbräuner drin. Und das gebe ich jetzt einfach an die jeweiligen Stellen, die ich konturieren will. Und das sind immer die, so musst du es dir überlegen, wo du am meisten Sonne bekommen würdest. Welche Stellen sind das im Gesicht? Auf jeden Fall die erhöhten Stellen. Oder die, wo man sich selber Schatten macht, die man auch vielleicht optisch zurücksetzen will. Aber dass es natürlich aussieht, nimm hier den Wangenbereich, nimm den Haaransatz, also
nicht am Haaransatz, sondern daneben. Wenn du deine Nase ein bisschen schmaler machen willst, dann machst du die Kontur hier seitlich. Wenn du sie insgesamt kleiner machen willst, dann machst du es oben drauf. Möchtest du eine kleine Stupsnase dir zaubern, dann machst du halt hier noch so eine Linie mit rein. Konturieren des Kinns ist halt super schön, weil da kann man so ein bisschen sein Doppelkinn optisch verschwinden lassen. Also das ist ja der normale Schatten, das sieht man jetzt hier auch, der einfach, wenn das Licht von oben kommt oder von vorne kommt, hier ganz natürlicherweise entsteht und da kann man dann auch noch mal ein bisschen was drauf geben. Vergiss auch nie, den Hals mit selbst zu bräunen, denn das würde absolut unnatürlich sofort falsch aussehen, wenn du das vergisst. Zieh immer deinen Selbstbräuner hier noch nach unten, auch in das Dekolleté rein. Du kannst ja es dann ein bisschen so verlaufen lassen, also quasi hier kein neues Produkt nehmen, sondern einfach nur verblenden, hier schön verschmieren, dass hier dann auch vielleicht nicht mehr so viel ankommt, weil da ist man ja eh von sich aus mehr gebräunt, als es jetzt im Gesicht der Fall ist. Was ich noch zu den Produkten sagen will, beziehungsweise zu dem Selbstbräuner-Booster von Beauty Mates, es ist ein super geiles Produkt, weil es sofort wischfest ist. Also du kannst, wenn du es aufgetragen hast, danach ins Bett gehen und hast keine Flecken auf deinem Kopfkissen und es riecht auch nicht nach Selbstbräuner, so wie normalerweise diese Selbstbräuner-Gerüche sind. Ich weiß nicht, wie sie das hier hinkriegen, aber es ist wirklich einwandfrei geruchsneutral. Mit dem habe ich super tolle Ergebnisse und es sieht natürlich aus. Beauty Mates ist eine deutsche Firma, hier im Raum München, was ich toll finde. Und hier haben wir noch Vitamin E mit drinnen, ein DHA und das hält ewig. Und mit meinem Rabattcode SOPHIE30 sparst du 30% auf deinen Beauty Mates Einkauf. Dazu kannst du auch einfach meinen Link benutzen, den ich dir in die Infobox gepackt habe und das ist echt viel, 30%. Also wenn du es mal ausprobieren willst, dann schlag da gleich mal zu. Ich bin ein Fan davon. Und jetzt weißt du, wie du alle dieser Fehler vermeidest und dein Selbstbräuner wird im Gesicht ab sofort noch viel besser aussehen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie es geklappt hat und welchen Fehler du davon gemacht hast und ab sofort vermeiden wirst. Und da verlinke ich dir jetzt noch mein Tutorial, sehr ausführlich, wie ich meinen Selbstbräuner auftrage auf dem Körper und im Gesicht. Und ich freue mich, wenn wir uns da gleich sehen. Bis dann! Ciao!